Wie kann man mit Kryptowährungen handeln, ohne sie zu kaufen und einen verrückten Gewinn von über 1000% erzielen? Sehen Sie sich das Video an, um es herauszufinden. Hallo meine lieben Freunde, das heutige Video ist ungewöhnlich. Seine über die technische Analyse auf Kryptoassets. Ich habe eine Menge Fragen über Kryptowährungen erhalten, weil in letzter Zeit seien immer mehr und mehr populär und eine Menge Leute sind für Möglichkeiten der Erträge auf diese Kryptoassets suchen. In der Tat, Kryptoasset ist nicht anders als unsere üblichen Währungssparer, wenn Sie es von der technischen Analyse, Sicht und der Erträge auf das Währung nehmen. Also ich habe erfolgreich Geld für eine lange Zeit sowohl auf gewöhnliche Währungssparer und solche Kryptovermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum und in diesem Video möchte ich mehrere Vermögenswerte zu analysieren, diese möglicherweise auch auf jede Börse zu kommen, nur jederzeit und Sie können es für Geld zu verdienen. Heute werde ich Ihnen auch erklären, wie ein anderes Instrument funktioniert. Das heißt Fixed Range Volume Profile. Das ist ein sehr großes Werkzeug, dank dem ich es geschafft habe, mehr als $5000 in einer Handelsaktion zu verdienen. Der einzige Unterschied ist, dass ich auf üblichen Währungssparen gehandelt habe, aber Kryptowährung ist auch auf der Plattform, nur nicht die ganze Zeit so. Heute sind wir nicht den Handel überhaupt. Ich zeigte Ihnen mein Ergebnis. Lassen Sie uns auf ähnliche Beispiele zu analysieren wie Bitcoin. Vor kurzem war es auf $38.000 Marke. Also, worum geht es bei der primären technischen Analyse? Erstens müssen wir den Trend bestimmen. Wir haben den 15 Minuten Zeitrahmen. Hier sehen wir deutlich die Aufwärtsstruktur und wir sehen, dass diese Struktur auf eine ähnliche Struktur namens Dreieck trifft. Es kann sich in einen gewöhnlichen Rechteck verwandeln, wenn wir die Seitwärtsbewegung beibehalten, zum Beispiel so. Aber wir müssen verstehen, da die Struktur vor dieser Abbildung aufwärts gerichtet war, werden wir wahrscheinlich dieses Dreieck oder Rechteck verlassen und unseren Aufwärtstrend beibehalten. Um den Trend zu durchbrechen, müssen wir allerdings den Widerstand durchbrechen und testen. Es wäre perfekt, wenn wir unter das letzte lokale Minimum fallen würden, von dem aus wir eine Aktualisierung dieses Höchstwerts halten. Wenn wir also in diesem Fall über dieses Niveau hinausgehen, dann können wir sicher sein, dass dieser Aufwärtstrend zu Ende ist. Aber kommen wir zurück zum Fixed Range Volume Profile. Wir haben einen Aufwärtstrend. Wir stellen die letzte Seitwärtsbewegung fest. Wir nehmen diese rote Kerze und strecken den Indikator einfach. Dies ist ein klassischer Indikator. In TradingView Terminal ist es in allen kostenlosen Versionen verfügbar und Sie können ohne Probleme finden. Dies ist ein Volumenindikator. Sehen wir die oberen und unteren Grenzen und sehen Sie die rote Linie, die das Spitzenvolumen in diesem Handelsbereich zu markieren. Wie ich bereits gesagt habe, kann diese Figur Dreieck und Rechteck. Unser Ziel ist es die maximale günstige Einstiegspunkt. Machen wir es mit Simulator, sehen wie der Markt bewegt. Auf diese Berührung könnten wir bereits ein Geschäft mit Höhe auf Optionen auf jedem Devisenmarkt. Es spielt keine Rolle. Das ist Ihr eigenes Geschäft, wie Sie handeln, ob Sie handeln auf Futures, auf Spot oder offene Geschäfte auf binäre Optionen. Es spielt keine Rolle. Sie müssen die Logik des Marktes verstehen, wie er funktioniert, damit Sie verdienen. Los geht's! Nun, wir sind von der unteren Grenze zurückgerollt und es gibt einen Versuch, dieses Widerstandsniveau zu durchbrechen. Wir sind von der unteren Grenze zurückgerollt. Wir können hier ein weiteres Geschäft mit höherem Kurs eröffnen, wenn Sie es nicht schon früher getan haben, und lassen Sie uns das Diagramm beobachten. Es gab also eine Menge Gelegenheiten, bei denen wir hätten kaufen oder ein Geschäft mit einem höheren Kurs eröffnen können. Was zählt ist, dass es auf diese Handelsspanne herausgeht und wie Sie sehen, war es wirklich stark.
Wir können sogar überprüfen, zum Beispiel durch den Vergleich der Prozentsatz der Wachsenden von diesem Handelskanal. Es war etwa 3% und ich bin sicher, dass sie ausgehend von dieser Hauptlinie wäre 3%. Also etwa 2,938.000 mal sehen. Im Allgemeinen haben wir die 39700 Marke erreicht. Hier bildet sich etwas aus diesem Handelskanal sehr ähnlich ist, also nehmen wir wieder den Indicator Fixed Range Volume Profile. Wir nehmen ihn nicht von einer steigenden Kerze, die sich hier diese unsere Aufwärtsbewegung beendet hat, sondern wir nehmen ihn von der Kerze, die über dieser großen steigenden Kerze liegt. Es wird wieder ein bestimmter Kanal gezeichnet. Mal sehen, wie sich der Markt verhält. Los geht's. Wir können den Indikator weiter einzeichnen, zumindest haben wir bereits eine Kaufzone und eine Verkaufszone gebildet, wenn Sie mit Short-Geschäften handeln. Also hier hatten wir die Möglichkeit, zumindest von der Hauptvolumenzone aus zu kaufen. Super. Und jetzt denke ich, ist das klares Signal zu kaufen, so gingen wir aus dieser Trading Range. Jetzt sind wir testen es von oben und dementsprechend hier müssen wir prüfen einen Anstiegspunkt für kaufen. Und da wir sehen, dass der Ausstieg auf diesem Kanal geschieht, testen wir das Hauptvolumen für uns. Diese Linie ist rot markiert und liegt auf dem Niveau der größten Handelsspanne. Wir testen diese Grenze mehrere Male und danach gibt es eine weitere Situation, in der wir die Handelsspanne verlassen. Wir steigen entweder an der unteren Grenze ein oder bei einem erneuten Test an diese Dreilinie der oberen oder der Mittellinie, egal welche. Wichtig ist, dass wir mit einer Fortsetzung des Trends rechnen, sodass auf den Trend eine gewisse Akkumulation folgt und wir den Trend wieder verlassen. Also dann suchen wir nach einer weiteren Seitwärtsbewegung. Der Ausstieg ist noch nicht beendet und sobald wir den Höchst- und Tiefstwert gebildet haben, können wir wieder einen Handelskanal anzeichnen. In diesem Fall hat sich etwas Ähnliches gebildet. Wir können das Fixed Range Volume Profil in diesem Fall wieder drehen und weitersehen, weiter nach einem Einstiegspunkt suchen. Aber wie Sie sehen, hat sich hier eine weitere Seitwärtsbewegung gebildet. Der Trend wurde in diesem Moment gestoppt und wir können nach Einstiegspunkten in diesem Bereich suchen, um diesen Bereich weiter zu verlassen. Wie ich bereits gesagt habe, kann jede dieser Linien ein Einstiegspunkt sein, also können wir hier genau und hier genau und hier genau einsteigen. Es ist entweder ein Prozess des Verlassens und Testens. Diese Linie und der weiteren Bewegung fortsetzen können nur ein Kaufprozess in der Nähe des Venus-Niveaus. Mal sehen. Ich persönlich sehe hier einen sehr guten Einstiegspunkt, da wir diese primäre Handelsspanne verlassen haben, zu ihr zurückgekehrt sind und nun das Hauptvolumen testen. Also wie ich schon sagte, ist das Verlassen dieser Handelsvolumenprozess Handelsspanne, auch wenn wir bis zur unteren Grenze gesunken. All dies waren wirklich gute Einstiegspunkte und Mars hätte sie ohne Probleme nutzen können. Es ist sehr nützlich Indikator, Jungs. Es markiert wesentliche Ebenen für Sie, so verlassen wir noch einmal. Hier sollten wir entweder abwarten, bis sich eine solche Seitwärtsbewegung ausbildet, oder auf diese Situation reagiert, wenn wir dieses Niveau verlassen oder wieder hierhin gelangen. Wenn wir zu diesem Niveau zurückkehren, dann ist es wahrscheinlich, dass das Aufwärtsbewegung beendet wurde und wir können entweder auf eine Trendumkehr oder ein starkes Korrektur warten. So, ich hoffe, dass es mir in diesem Video gelungen ist, Ihnen alles zu erklären.
Ich verwende diese Informationen selbst, indem ich mit binären Optionen handle, und dank dessen ist mir gelungen, in einer einzigen Handelssession mehr als $4.000 zu verdienen. Auf verschiedene Währungspaare gab es eine Menge von typischen ähnlichen Fehlen. Können Sie den Handel auf verschiedenen Zeitrahmen? All das funktioniert das Gleiche. Also nutzen Sie es frei. Vergessen Sie nicht, dass ich meine Handelssignale und Empfehlungen in meinem kostenlosen Telegram-Kanal teile. Also folgen Sie dem Link in dem angehefteten Kommentar. Warten Sie auf die Handelssitzung. Viel Glück beim Handel und bis bald.